Hallo ihr Lieben, heute nähe ich für euch eine Hobo-Bag, die ihr lässig über die Schulter tragen könnt. Ihr braucht zwei Stoffe, einen Außenstoff und einen Innenstoff, und als erstes zeige ich euch, wie man den Schnitt dazu macht. Ihr braucht ein großes Papier, mindestens 80 x 42 cm. Ihr könnt ein Zeitungspapier auch nehmen. Faltet das Papier zuerst der Länge nach mittig im Bruch zusammen. Messt von links zuerst 35 cm, markiert und dann nochmal 45 cm. Dann von rechts unten 3,5 cm für den Henkel und von der ersten Markierung 7 cm von unten. Verbindet die zwei Punkte mit einer geraden Linie. Dann braucht ihr hier eine Rundung, markiert bei 14 cm. Dann könnt ihr mit freier Hand oder mit einem runden Gegenstand die Rundung einzeichnen. Ich nehme einen Teller. Für den Taschenboden markiert ihr die Ecken, 5 cm von links und 4 cm von unten. Der Schnitt ist fertig, schneidet ihn aus. Die Nahtzugabe ist 1 cm und im Schnitt enthalten. Schneidet jetzt alle Stoffteile zu. Zuerst den Außenstoff der Länge nach, 2 Lagen aufeinander, legt das Schnittmuster drauf, steckt es mit Stecknadeln fest und schneidet die Tasche aus. Den Innenstoff genauso. Und für die Innentasche braucht ihr noch einen Stoff 40 x 24 cm groß. Als erstes legt ihr euch den Außenstoff mit der rechten Seite innen aufeinander und näht eine Seite 1 cm breit zusammen. Am Anfang und am Ende die Naht verriegeln. Dann nehmt ihr den Innenstoff auch mit der rechten Seite innen und näht eine Seite 1 cm breit zusammen. Dann bügelt ihr die Naht am Außenstoff auseinander . Und am Innenstoff auch. Jetzt bügelt ihr euch die Innentasche vor, die obere Kante 2 mal 1 cm einbügeln . Und die restlichen Kanten ringsherum 1 cm. Dann legt ihr die Tasche einmal mittig zusammen und bügelt die mittlere Kante. An der Innentasche steppt ihr jetzt die zweimal umgebügelte Kante 1 cm breit ab.
Dann nehmt euch den Innenstoff und legt die Tasche mittig auf die Naht, so 7 cm von der unteren Kante, und beide Teile mit der rechten Seite oben. Steckt die mit Stecknadeln fest. Und näht die Tasche jetzt ringsherum auf. Verriegelt die Naht am Anfang. Am Ende auch verriegeln. Die obere Kante bleibt offen und jetzt könnt ihr die Tasche in 2 Fächer unterteilen. Näht von unten nach oben in der Mitte . Jetzt legt ihr den Innenstoff einmal zusammen mit der rechten Seite innen und näht die 2 Kanten 1 cm breit zusammen. Jetzt zieht ihr die Tasche so auseinander, dass die Nähte aufeinander liegen, und dann näht ihr die untere Kante zusammen. Beim Innenstoff lasst ihr eine Wendeöffnung so 10-12 cm groß. Die könnt ihr euch mit Stecknadeln markieren. Jetzt nehmt ihr den Außenstoff und wenn ihr ein Level habt, könnt ihr es jetzt aufnähen, vorne mittig. Jetzt legt ihr den Außenstoff auch einmal zusammen mit der rechten Seite innen und näht die 2 Kanten 1 cm breit zusammen. Zieht den Außenstoff auseinander, so dass Naht auf Naht liegt, und näht die untere Kante 1 cm breit zusammen. Legt die Nahtzugabe auseinander. Dann bügelt ihr die restlichen Nähte glatt auseinander, dass die fertige Tasche nachher schön aussieht. Jetzt näht ihr die Ecken für den Taschenboden. Zieht die Ecken auseinander und näht die 1 cm breit zu. Alle 4 Ecken an beiden Stoffteilen. Jetzt wendet ihr den Außenstoff zieht den Innenstoff über den Außenstoff, die rechten Seiten innen, Naht auf Naht und steckt die 2 Stoffteile mit Stecknadeln zusammen und die Kanten bündig aufeinander. Jetzt näht ihr zuerst eine Seite
1 cm mit kleinen Stichen zusammen. Dann die andere Seite. Hier lasst ihr oben an beiden Enden 5 cm offen. Jetzt schneidet ihr die Nahtzugabe an den Rundungen vorsichtig ein paar Millimeter. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Naht nicht aufschneidet. An beiden Seiten. Wendet die Tasche durch die Wendeöffnung und schiebt die Henkel von innen nach außen durch. Beide Henkel. Legt die Henkel aufeinander. Legt Naht auf Naht und drückt die Nahtzugabe auseinander. Steckt die mit einer Stecknadel zusammen. Und näht die Enden auch mit kleinen Stichen 1 cm breit zusammen. Zieht die Henkel auseinander und jetzt bügelt ihr die Kanten glatt ab. An den Henkel bügelt ihr die Nahtzugabe auch auseinander. An der Öffnung legt ihr die Nahtzugabe nach innen und bügelt die Kante ab. Jetzt steppt ihr die Kanten alle ringsherum ab. Hier könnt ihr einen größeren Stich nehmen. An der Öffnung legt ihr die Kanten schön bündig aufeinander und steppt die schmalkantig ab. Jetzt schließt ihr die Wendeöffnung, legt die Nahtzugabe nach innen und steppt die schmal zu. Und fertig ist unsere Tasche. Viel Spaß beim Nachnähen!